Hallo, ich bin Julia von CEO Camper Van. Ich reise zusammen mit meinem Mann Simon seit 28 Monaten durch die Welt, um genauer zu sein, entlang der Panamericana von Feuerland bis rauf nach Alaska in unserem kleinen Van. Vielleicht habt ihr ja auch unsere Roomtour gesehen, dann wisst ihr, wie er von innen genau aussieht. Das heißt, wir leben seit 2,5 Jahren auf 6,5 Quadratmetern oder 6 Quadratmetern, reisen und arbeiten im Van, und es ist ultra wichtig, sich in Minimalismus zu üben, weil man gar nicht viele Sachen mitnehmen kann, und in diesem Video soll es darum gehen, was wir alles falsch gemacht haben und wie wenig man eigentlich zum Leben braucht. Und jetzt zeige ich euch mal im Detail, was wir denn überhaupt alles viel zu viel mitgeschleppt haben. Hier ein Blick in unseren Kofferraum, der ist voll mit diesen IKEA-Kisten. Und wenn ihr unsere Reise vielleicht schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass wir einen Fehler gemacht haben bei der Einreise in die USA. Tatsächlich sind wir an der Grenze gescheitert und müssen deswegen jetzt nach Deutschland fliegen für den Visumsantrag und das Interview. Und im Zuge dessen haben wir eben unser Wohnmobil ausgemistet, und unglaubliche 2 Kisten von diesen riesengroßen Teilen wurden leer mit Kram, den wir einfach zu viel hatten. Und was genau im Detail da drin waren, das zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns gerade kurz vor Mexico City auf einem Campingplatz, und freundlicherweise durften wir hier im Badezimmer unsere Sachen lagern, damit sie vor Nässe und Witterung geschützt sind. Koffer haben wir keine, es war nie geplant, nach Haus zu fliegen, auch keine großen Backpacks. Deswegen haben wir uns 2 von diesen Umzugskartons besorgt als Kofferersatz, und die sind wirklich bis oben hin voll mit Sachen, die wir in 2,5 Jahren nie gebraucht haben. Eine Kiste ist tatsächlich komplett voll, nur mit Klamotten von uns beiden, die wir einfach nicht brauchen. Wir kamen halt aus einer 100 Quadratmeter Wohnung, dachten, hey cool, Platz im Van, wir stopfen einfach alles rein, was geht. Aber letztendlich ist nur Ballast. Wenn man die Schränke aufmacht, fallen einem alle T-Shirts entgegen. Deswegen haben wir kräftig ausgemistet. Die Hälfte an Sachen reichen uns locker. Klar, ist was anderes, wenn man jeden Tag ins Büro geht, da kann man nicht immer das Gleiche anziehen. Hier unterwegs ist aber völlig wurscht, zumal man ja auch alle 1-2 Wochen Wäsche waschen kann. Deswegen ein Karton Klamotten, auch Tupperschüsseln hatten wir viel zu viele dabei. Ich glaube, ich habe 16 Tupperschüsseln gezählt, teilweise zwar ineinander gestapelt, aber so groß ist unser Kühlschrank gar nicht, also weg damit. Ich dachte auch, ich hätte auf der Reise Zeit zum Ukulele lernen. Pustekuchen-Zeit fehlt auf der Reise immer, weil entweder guckt man was an oder man fährt oder man kocht oder man arbeitet oder ist einfach müde. Deswegen geht die Ukulele mit nach Hause. Genauso wenig gebraucht, niemals benutzt das Tischtennis-Set, ebenfalls das Federball-Set und das Klettball-Set. Wirklich nie gebraucht, alles nur Ballast, geht alles mit heim. Genauso wie natürlich ein paar Souvenirs. Wir hatten 2 von diesen Campingdecken zum Picknicken, zum Wärmen im Van, aber eine reicht uns völlig. Ultra voluminös, das Teil kommt weg, geht nach Hause. Und ich weiß nicht, was wir uns gedacht haben, war halt zu Hause in den Schränken. Das hier sind alles Seifen. So viel duschen und waschen können wir uns wahrscheinlich in 5 Jahren nicht. Da sind wir schon längst wieder zu Hause. Deswegen auch alles nur unnötiges Gewicht. Geht mit nach Haus. Also wie ihr seht, 2 riesen Kartons voll, um die 20 Kilogramm. Das heißt 40 bis 45 Kilo in Summe, die wir unsinnigerweise in unseren Van mitgeschleppt haben und die uns auf unseren 6 Quadratmetern Wohnraum behindert haben. Deshalb, wenn ihr packt, egal ob fürs Camping oder für den Urlaub, man nimmt prinzipiell immer zu viel mit, lasst mindestens ein Viertel, wenn nicht sogar die Hälfte, einfach zu Hause. Und wahrscheinlich fragt ihr euch seit Anbeginn des Videos, wie man es denn bitte schafft, als Paar auf 6 Quadratmetern zu wohnen, was in Metern etwa 3,20 Meter auf 1,80 Meter Wohnraum bedeutet. Klar, wir haben das Glück, dass in den Ländern, in denen wir reisen, sich ganz viel draußen abspielt. Die meiste Zeit vom Tag sind wir draußen, wir essen häufig draußen, wir frühstücken draußen, wir wandern und so weiter und so fort. Aber trotzdem spielt sich viel drin ab, und wie wir uns organisiert haben, das zeige ich euch jetzt.
rein in die gute Stube. Auf so kleinem Wohnraum ist unerlässlich, einfach multifunktional zu denken. Zum Beispiel können wir den Fahrersitz um 180 Grad drehen. Das heißt, wenn wir nicht gerade Auto fahren, dann kann man hier sitzen, kann arbeiten, kann essen, und zwar an diesem Klapptisch. Der ist aus Holz und den kann man ganz einfach nach oben klappen. Und dann hat man hier einen Tisch, an dem man problemlos zu zweit spielen kann, am Laptop arbeiten kann und essen kann. Auch unsere Campingtoilette, wir haben eine Chemietoilette, ein Porta Potty, die ist genauso multifunktional. Wir haben die nämlich, das hässliche Plastikding, hier hübsch mit Holz verkleidet und einen Lederdeckel drauf gesetzt. Somit haben wir nämlich noch einen dritten Sitzplatz, falls Gäste da sind oder unsere Nichte mal mit uns fährt, und können die hinstellen, wo immer wir wollen. Und die Campingtoilette ist natürlich auch nicht so hässlich, wie sie sonst wäre. Die versteckt sich nämlich hier drunter. Und um möglichst viel Platz zu sparen, haben wir auch hier wieder clever gedacht. Während der Fahrt steht die Toilette nämlich hier in der Duschwanne, nimmt uns somit keinen Platz weg. Und hier die erwähnte Dusche, auf die wollten wir auf gar keinen Fall verzichten. Eine kleine Nasszelle. Wir haben 120 Liter Wassertank und so können wir ziemlich autark leben und reisen und haben unsere Dusche immer an Bord. Auch beim Bett war es uns wichtig, möglichst viel Platz zu sparen. Viele haben ja in ihrem Wohnmobil ein festes Bett, wollten wir aber nicht. Wir haben uns für die ausziehbare Variante entschieden. Das heißt, wir können den Lattenrost ausziehen und dann zum Schlafen die obere Matratze hier rüberlegen. Wenn wir schlafen, brauchen wir den Raum ja nicht. Aber tagsüber haben wir einfach viel mehr Platz, um in der Küche zu arbeiten und uns zu zweit auf dem engen Raum zu bewegen. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr in unserer Roomtour. Wir verlinken euch die, also schaut auch da gern mal für alle Details vom Camperausbau rein. Und da wir im Kofferraum genug Platz haben, den wir ansonsten gar nicht nutzen, haben wir hier eine Klappe integriert, die uns einen Zugang zum Kofferraum ermöglicht. Und hier haben wir eine der IKEA-Kisten mit einem Loch drin und da deponieren wir unsere Schmutzwäsche, bis wir sie zum nächsten Mal zur Wäscherei bringen. Dann ist sie uns nämlich auch aus dem Weg. Auch das Kochfeld schafft uns richtig viel Platz durch diese Glasplatte, auf der man einfach auch nochmal Arbeitsfläche hat, zum Schneiden von Sachen zum Beispiel. Und man braucht gar nicht so viel, wie man denkt. Tatsächlich, wir gehen sehr selten essen und kochen uns eigentlich fast jeden Tag selber. Aber mit 2 Gasflammen kommt man wirklich völlig aus. Man braucht kein Herd mit 4 oder 6 Flammen wie zu Hause. Und durch die Kombi Kochen und Spülen brauchen wir einfach auch nicht viel Platz hier. Und wie ihr seht, sind die 3 Unterschränke auf der Seite wahnsinnig tief, nämlich so tief, wie die ganze Arbeitsfläche ist. Und auch hier gibt es einen cleveren Stauraumtrick, und zwar indem man Schubladen verwendet. Hatten wir anfangs nicht, da hatten wir nur Regalfächer. Das war total kompliziert. Aber durch die Schubladen, die man einfach komplett ausziehen kann, kann man die ganze Fläche nutzen und man kommt sehr einfach auch an die hintersten Gegenstände ran, ohne sich verbiegen zu müssen. Und wir haben wirklich jede Ecke im Van genutzt, die irgendwie Stauraum bietet. Zum Beispiel hier über dem Bett mit diesem schmalen Fach für Schlafanzüge, für Bücher und allen möglichen Kleinkram. Genauso wie über der Küche, da haben wir diese kleinen IKEA-Regale, wo alle Gewürze drin sind, hat man beim Kochen dann schnell griffbereit. Diese cleveren kleinen Stauraumfächer haben wir auch hier über dem Sitzbereich. Da sind Kabel drin, da ist Technikkram drin, Festplatten, Powerbanks, die Maus für den PC und so weiter. Und auch hier haben wir nochmal so ein kleines angebracht für die Handys zum Laden. Wenn man hier sitzt, dann hat man sie immer griffbereit und sie fliegen einem beim Fahren nicht durch die Gegend. Über dem Fahrzeugfond befindet sich auch ein flaches, aber dafür richtig tiefes Fach. Das haben wir auch gelassen und genutzt. Da gehen nämlich Gegenstände wie so eine lange Yogamatte problemlos rein und sind einem aus dem Weg. Ihr seht also, wir haben gar nicht viel und wir brauchen auch nicht viel. Hier in einem Schrank sind alle Klamotten von Simon und mir. Jeder hat ein Fach und das ist alles, was wir dabei haben, bis vielleicht auf eine Jacke, die noch am Haken hängt. Und wir kommen wirklich problemlos damit aus. Und wenn man spätestens alle 2-3 Wochen die Wäsche waschen geht, dann reicht es locker und ist eigentlich immer noch zu viel. Und auch der Unterschrank hier war mal voll bis oben hin mit Klamotten. Das sind im Moment zwar immer noch welche drin, aber das sind die, die wir morgen auf dem Flug anziehen und als Handgepäck mitnehmen. Das heißt, wir haben hier auch 2 komplette Fächer leer geräumt.
Und vielleicht wollt ihr nach dem Video mal in euer Badezimmer schauen und eure Schränke ein bisschen inspizieren, was sich da alles drin verbirgt. Tatsächlich haben wir unser Badezimmer auf diesen kleinen Schrank reduziert. Also hier ist alles an Kosmetik und Toilettenartikel drin, was wir so haben, samt integrierten Spiegel. Und mehr braucht es wirklich nicht. Dann noch einen kleinen Blick vielleicht in unseren Küchenschrank. Wir haben Besteck, haben wir alles mal 4, also für 4 Personen oder für 4 Mahlzeiten ohne Spülen reicht's. Ein paar Tupperschüsseln haben wir natürlich auch noch. So ganz ohne geht's nicht, aber die passen mittlerweile alle in diese hier rein. Wir haben noch eine Küchenwaage. Zu Hause habe ich einen großen Thermomix. Hier muss es der USB-Mixer für einen Smoothie tun. Reicht aber auch völlig tatsächlich. Hier in der Schublade sind eigentlich Töpfen und Pfanne drin. Die habe ich euch mal rausgeräumt. Und zwar kommen wir mit 2 Töpfen und einer gusseisernen Pfanne, die ist wirklich Gold wert, aus. Zu Hause habe ich, glaube ich, 5 Töpfe und 3 Pfannen. Aber man braucht es nicht. Es ist nur die Bequemlichkeit, dass man es spülen will oder halt den Geschirrspüler vollstellt, den wir nicht haben. Aber man braucht nicht mehr zum Leben. Im untersten Schrankfach befinden sich unsere Top-Camping-Gadgets. Die zeige ich euch gleich. Vorher aber noch der Hinweis, wir haben euch alle Produkte in der Videobeschreibung verlinkt. Das sind Affiliate-Links zu Amazon. Wenn ihr dort den Artikel kauft über den Link, dann kommt uns ein ganz kleiner Betrag davon zugute. Geht in unsere Reisekasse. Für euch ändert sich am Kaufpreis natürlich nichts. Somit Win-Win für beide. Und was für Teile das sind, dazu jetzt mehr. Unverzichtbar der Omnia Camping Backofen zum Brotbacken, für Aufläufe, für Muffins. Ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden er schon auf dem Herd stand und dank der Silikonform immer noch top in Schuss. Auch der Wasserkessel ist täglich mehrmals in Gebrauch, immer noch wie neu. Wir haben einen Liter, der reicht völlig für uns. Den Henkel kann man klappen, somit spart er auch Platz in der Schublade. Auch schon hunderte Stunden im Einsatz gewesen. Die 600 Milliliter Edelstahl French Press. Für den Van natürlich ideal, weil es ja nicht kaputt geht im Gegensatz zu Glas. Und dank dem dicken Edelstahl hält der Kaffee auch noch richtig lange warm. Auch den Toaster wollen wir nicht missen. Wir backen ja nicht immer selber Brot. Und für ein Frühstück oder für einen Snack zwischendurch ist der wirklich auch richtig, richtig toll. Wir haben einen ganz normalen, haushaltsüblichen, stecken den in unsere Steckdose und haben ein schnelles Frühstück auf dem Tisch. Purer Luxus. Wir hätten ihn wahrscheinlich nicht extra angeschafft, aber wir hatten ihn zu Hause und feiern es auf Reise doch immer mal wieder, dass wir uns auch mit dem Sandwich-Toaster zwischendurch mal ein Sandwich mitnehmen können, zum Beispiel zum Wandern. Dafür ist es richtig, richtig gut und einfach besser wie ein Toast, wo es einem auseinanderfällt. Und last but not least der vorhin erwähnte USB-Mixer. Wir haben lang hin und her überlegt und haben ihn tatsächlich erst auf der Reise angeschafft, weil er nicht viel Platz wegnimmt und so kann man sich halt doch mal einen gesunden Smoothie machen oder sein Pesto selber mixen. Von daher, ich würde ihn wieder kaufen. Und bestimmt fragt ihr euch, wie sich das Leben auf 6 Quadratmetern denn so anfühlt. Für uns ist mittlerweile Normalität geworden. Klar, man muss sich ein bisschen organisieren. Wenn einer hier halt auf Toilette muss und die Toilette herausgestellt wird, dann kann man hier nicht stehen und kochen. Stichwort Toilette. Es ist natürlich auch sehr viel weniger Privatsphäre als in einer Wohnung oder in einem Haus. Man kann sich nicht einfach in einen Raum zurückziehen. Klar, einer kann am Tisch sitzen, einer kann im Bett liegen, aber trotzdem ist ein offener Raum. Aber letztendlich ist es nur Gewohnheit. Problematisch wurde es für uns bisher eigentlich nur, wenn einer krank war. Das war zum Glück selten. Wenn halt das Bett ausgezogen ist und jemand im Bett liegt, dann ist der ganze Platz hier halt komplett weg. Das heißt, es ist sehr limitiert, um hier was zu kochen. Aber selbst wenn einer im Bett liegt, dann gibt es ja immer noch den geräumigen Arbeitsbereich. Einer kann sich hier hinsitzen, kann lesen, kann arbeiten, kann sonst was tun. Also wir hatten wirklich in 28 Monaten und 60.000 Kilometern noch nie ein einziges Mal ein Platzproblem. Und tatsächlich fühlen wir uns befreiter durch weniger Besitz. Wir genießen lieber die schönen Momente. Die Begegnungen, die verschiedenen Länder, 17 Stück haben wir mittlerweile schon bereist. Und für uns ist einfach Freiheit, nicht so viel materiellen Ballast mit sich rumzutragen. Und man spart sich natürlich auch einen Haufen Geld, das wir lieber in wundervolle Reisemomente investieren. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, was ihr von unserem Lebensstil haltet.
ob ihr euch auch vorstellen könntet, auf 6 Quadratmetern nur zu leben. Vielleicht habt ihr ja auch selber Tiny House oder Vanlife-Erfahrungen. Dann erzählt uns das in den Kommentaren. Schaut unbedingt auch mal in unsere Roomtour rein und in unsere Reise-Vlogs für richtig schöne Reiseerlebnisse. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dem Video ein Like dazulassen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Immer mittwochs erscheinen unsere neuen Vlogs. Und ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren.